Hi, ich bin Janina vom The Scooter Shop und in diesem Video zeige ich euch die verschiedenen Helmvarianten. Außerdem zeige ich euch, worauf ihr beim Helmkauf alles achten müsst und wie ihr für euch die richtige Größe findet. Zunächst wollen wir uns mal einen Überblick verschaffen, was für verschiedene Helmkategorien wir eigentlich haben. Wir unterscheiden in Jethelme ohne Visier, Jethelme mit Visier, die Integralhelme, Halbschalenhelme und Kinderhelme. Jethelme sind die wohl beliebteste Helmart unter den Rollerfahrern, da sie super easy aufgezogen werden können und sie ermöglichen dir gleichzeitig ein Freiheitsgefühl und viel Fahrspaß. Die Helme können sowohl mit einem Visier nachgerüstet werden, dafür sind hier einfach diese Druckknöpfe am Helm, oder du kannst wie in diesem Helm hier beispielsweise an dem Helmclip eine Sonnenbrille oder eine Schutzbrille anbringen, sodass du auch vor Wind und Wetter geschützt bist. Natürlich gibt es die beliebten Jethelme auch schon ab Werk mit Visier und Sonnenblende. Hierdurch sparst du dir die nachträgliche Anbringung und bist nicht nur vor Wind und Wetter geschützt, sondern auch vor Staub und Insekten. Die Visiere und Sonnenblenden können bei Bedarf einfach durch den Klappmechanismus nach oben oder nach unten geklappt werden und auch beliebig ausgetauscht werden. Integralhelme auf der anderen Seite bieten dir durch ihre Full-Face-Eigenschaft mehr Schutz als die Jethelme. Sowohl dein Gesicht als auch Augen und die Kinnpartie sind optimal geschützt. Durch das aerodynamische Design des Helms bietet er dir auch bei hohen Geschwindigkeiten Schutz für deine Ohren. Bei den Halbschalenhelmen steht natürlich die Optik und der Style im Vordergrund. Nachteil bei diesen Helmen ist, dass sie nicht ECE geprüft sind und deshalb nur in Deutschland getragen werden dürfen. Außerdem haben wir noch die Kinderhelme. Großer Vorteil bei diesen Helmen ist das niedrige Gewicht und die kleine Helmschale, da die Nackenmuskulatur der Kinder hierbei nicht so sehr beansprucht wird. Die meisten Kinderhelme haben ein fest angebrachtes Visier, das von den Kindern während der Fahrt nicht einfach so weggeschmissen werden kann. Es gibt 3 verschiedene Verschlüsse bei den Helmen, zum Beispiel der Ratschenverschluss, wie bei diesem Jethelm hier. Dieser punktet vor allem durch seinen einfachen Öffnungs- und Schließmechanismus und kann auch mit Handschuhen optimal bedient werden. Dann haben wir noch Klickverschlüsse, wie zum Beispiel bei dem Halbschalenhelm hier. Der ist vergleichbar mit dem Öffnen und Schließen eines Autogurtes und ebenfalls super easy zu bedienen. Besonders bei den Rennfahrern beliebt ist der Doppel-D-Verschluss, da er die meiste Zugkraft aushält und besonders angenehm am Kinn anliegt. Achtet darauf, dass eure Helme nach der aktuellen 2205 ECE-Norm geprüft sind, sodass ihr auch in jedem Land sorgenfrei ausfahren könnt. In Deutschland dürft ihr auch Helme tragen, die nicht nach dieser Norm geprüft sind. Dann sind sie aufgrund ihrer Bauart trotzdem als Schutzhelm geeignet. Tragt ihr zum Beispiel so einen Halbschalenhelm, der nicht ECE geprüft ist, seid ihr in Deutschland in einer Grauzone unterwegs, die allerdings an den Ländergrenzen endet. Wenn ihr für euch den passenden Helm gefunden habt, stellt sich nun die Frage, welche Größe brauche ich eigentlich und passt der Helm richtig? Hierfür bietet es sich an, dass ihr euch erstmal ein Maßband schnappt und euer Hutmaß ausmesst. Dafür legt ihr es einfach etwa 1 cm über euren Augenbrauen an und messt den Umfang. Ich habe zum Beispiel einen Umfang von 57 cm und trage bei den meisten Helmen eine Größe M. Woher weiß ich das? Wir haben hierfür eine Tabelle auf unserer Internetseite. Den Link dazu habe ich euch in die Infobox gepackt. Der Helm passt euch perfekt, wenn ihr ihn aufsetzt und der Kopf im Helm nicht wackelt, wenn zwischen Helm und Stirnbereich keine große Lücke ist. Und zu eng darf er natürlich auch nicht sein, ihr sollt keine Schmerzen oder Druckstellen bekommen. Bei den Wangenpolstern, die dürfen anfangs gern ein bisschen enger anliegen, denn die geben noch 1 bis 2 mm nach. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video ein paar hilfreiche Tipps zum Thema Helme geben. Wenn ihr mal welche ausprobieren wollt, kommt gerne bei uns im Ladenlokal vorbei. Wir haben hier immer eine Menge Helme ausgestellt und das komplette Sortiment findet ihr natürlich bei uns im Webshop. Den Link dazu habe ich euch in die Infobox gepackt. In anderen Videos stelle ich auch ein paar Helme noch detaillierter vor. Schaut hierfür einfach gerne auf unserem Kanal vorbei und lasst ein Abo da.